das passiert, wenn der Diesel 1,96 € kostet. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Seit 3 Nächten wohnen wir jetzt hier. Wir haben 6:30 Uhr morgens. Sie haben festgestellt, ja, es ist undicht, die Achse, aber Sie können im Moment nicht feststellen, warum. Und wenn nicht, dann müssten wir uns noch eine Alternative umgucken. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Hallo und willkommen im neuen Video. Ja, willkommen. Ja, jetzt geht's für uns in die Werkstatt. Wir fahren jetzt los, ungefähr eine Stunde wird es dauern, wahrscheinlich ein bisschen länger, 50 Kilometer. Und dann sind wir in der Werkstatt. Wir werden jetzt einmal voll tanken. Das letzte Mal haben wir hinter Rügen getankt für 1,53 €. Dann sind ja die Benzin- und Dieselpreise total explodiert. Mittlerweile sind sie wieder unter 2 € und das passiert, wenn der Diesel 1,96 € kostet. Rappelvoll. Ein Fest. Ein Tankfest. Und ich glaube, wir werden jetzt vollhauen, ne? Unsere 500 Liter, oder? Ja, weiß nicht, da müssten wir ja noch mal einmal umdrehen, ne? Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Das Endergebnis, 143 Liter. Dürften so 22 Liter sein ungefähr. Wir sind angekommen, suchen uns nur noch ein Plätzchen. Ich schätze mal, wir können da stehen oder da hinten. Ja. Stellen wir uns hin. Da. 22,8 Liter haben wir verbraucht. Ja, so mehr oder weniger. So genau kann man das dann natürlich nicht reintanken wieder. Auf jeden Fall, Offroad-Strecke ist ja dabei gewesen. Jetzt viel Autobahn. Es hätte auch mehr sein können. Also ich hätte auch mehr erwartet, ehrlich gesagt. Also wir sind eigentlich jetzt so ganz so zufrieden. Und wir werden natürlich weiterhin jetzt immer gucken, wie viel wir verbrauchen. Ja. Ein bisschen weniger wäre natürlich noch schön, ne? Also unter 20 Liter, wenn man Autobahn fährt, also lange Strecke, das wäre schon cool. Unser Übernachtungsplatz für heute, ne? Ja. Ich glaube, das kann schon ganz ruhig werden hier. So zwischen den LKWs. Ist ja nur nicht direkt an der Autobahn oder so. Jetzt werden wir uns erstmal ankündigen bei Renault für morgen, für die Reparatur. Dass wir da sind, genau. losgehen kann. Ach, schon mal cool, dass wir hier stehen dürfen, dass wir übernachten dürfen in unserem LKW, ne? Ja, uns wurde eine Dusche hier angeboten. Von 7 bis 7, Kaffee, Lounge-Ecke, wo wir uns halt aufhalten können. Freies WLAN, wenn wir es dann bräuchten. Toller Service. Wir können hier stehen, solange wir wollen, beziehungsweise solange wir es brauchen. Hoffentlich brauchen wir es nicht so lange, ne? Hoffentlich brauchen wir es nicht so lange, genau. Seit 3 Nächten wohnen wir jetzt hier und es werden noch mehr werden, weil Renault hat erst am Montag für uns Zeit. Ja, wie man hört, hier ist die Einflugschneise des Frankfurter Flughafen. Wir sind derzeit ja in Offenbach und wir wollen das Beste heute draus machen und schauen uns heute mal Offenbach an. Ja, ich hätte es nicht als Schloss erkannt, wenn man mir das nicht gesagt hätte, dass es ein Schloss ist. Also Offenbach haut uns nicht so wirklich vom Hocker, ne? Vielleicht sind wir einfach nur auch in den falschen Ecken. Das kann sein, ja. Ja, wir haben jetzt hier gerade mal so den ersten grünen Fleck gefunden.
Das sind Hochwassermarken vom Main. Für uns geht es jetzt nach Frankfurt. Offenbach hat uns ja gestern nicht so gefallen. Wir sind schon gespannt, was Frankfurt so zu bieten hat. Was gibt's denn da? Oh ist das ein geiler Donut? Gott, das habe ich ja noch Also nie gesehen. Ich glaube, ich könnte mich da einmal durchessen. Also ich würde mal ungefähr schätzen, dass wir so 2,5 Jahre keine U-Bahn mehr gefahren sind. Wir sind jetzt in der Altstadt angekommen. Heute ist Sonntag, ist natürlich ziemlich viel los hier in Frankfurt. Die Altstadt von Frankfurt gefällt mir richtig gut. Also auch so von der Architektur her. Und wie hat dir Frankfurt bisher gefallen? Das ist schön. Schön, ne? Ja, Finde ich auch. kann man gut mal einen Tag verbringen. Oder 2. Oder 3. Ja. Wir haben 6:30 Uhr morgens. Jetzt geht's in die Werkstatt. Das ist das früh. Aber naja, muss ja sein, ne? Und? Ja, kann losgehen. Wo müssen wir reinfahren? Nee, die fahren nicht selber rein, aber ich soll den schon mal anschmeißen, dass er schon mal Druck hat auf den Tanks und die Bremsen sich lösen. 7 Uhr, 11. April. Renault Trucks. Achsen abdichten, die zweite. Ja, der LKW ist jetzt in der Werkstatt. Wir dürfen jetzt hier in der Lobby, in der Lounge uns hinsetzen, uns einen Kaffee nehmen. Hier werden wir auch ein bisschen arbeiten und dann schauen wir mal, was da kommen wird. Was gibt's Neues? Die rechte Seite hatten sie jetzt auseinander, also die Achse offen. Der Zylinder, also der Bremszylinder, den ich schon gesehen habe, dass der undicht geworden ist, der hat zumindest erstmal gehalten. Das ist schon mal gut, dass da nichts rausgekommen ist weiter. Sie haben festgestellt, ja, es ist undicht, die Achse, aber sie können im Moment nicht feststellen, warum. Das wird jetzt noch geprüft, ne? Es wird jetzt noch weiter geprüft. Ich bin dabei jetzt am gucken, ob ich noch irgendwie zusätzliches Material habe zu der Achse. Jetzt gibt es ein Update. Die Radnaben, die haben Einkerbungen und das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass die Simmerringe eben dann doch nicht ganz dicht halten können. Das werden sie jetzt einkleben, beziehungsweise die neuen Simmerringe werden sie jetzt einkleben, um zu sagen, dass das eine gute Chance hat, dass es dann auch so dicht bleibt. Und wenn nicht, dann müssten wir uns noch eine Alternative umgucken, sprich Radnabe erneuern, aufbereiten, neue Achse suchen. Ich hoffe nicht, dass das passiert. Hier sieht man die Kerben. Da muss ich jetzt nochmal Rücksprache halten, weil die Frage ist ja jetzt auch, wie das mit den Kosten aussieht.
Ja, 16 Liter Hubraum, sage ich nur, 580 PS. Ich wollte immer schon mal wissen, wie das in so einem Fernfahrerhaus aussieht. Gerade bei den neuen LKWs habe ich mir immer vorgestellt, das muss ja wie so ein fahrendes Hotel sein. Gucken wir mal. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein riesiges Bett. Kannst dich ja mal hinlegen, ob das auch für... Also ich finde schon mal, ich kann hier drin stehen. Stimmt. Also, Echt? Das hat ja... Wow. Also auch für große Fernfahrer. das ist bequem. Also, ich will jetzt meine Schuhe nicht drauf Nee. tun, Aber das ist auch. man kann auch 2 Meter sein, glaube ich, ne? Ja. Da ist auf jeden Fall noch Platz. Hier scheint irgendwie sowas wie ein Kühlschrank zu sein oder sowas. Auch mächtig Platz. Na, da Hier. kann auch die Ehefrau mitfahren. Ist ja cool. Schön in Leder gehalten. Auch nochmal richtig viel Stauraum, ne? Ja. Cool, was ist das für eine Mikrowelle? Mikrowelle ist das hier. Geil ist das denn? Ich glaube, das ist die Aufnahme für den Fernseher. Irgendwie. Das könnte sein. Ah ja. Diese Anschlüsse. Dass man das so... Genau, dass du einen Fernseher hier hast, dann kannst du dich da hinsetzen. So, ja. Jetzt die spannende Frage, passt du ins Fahrerhaus rein? Kannst du damit fahren? Kann ich aber fahren. Weil das ist ja immer so bei diesem kleines... Also ich verstelle jetzt hier mal nichts, keine Ja. Ahnung, aber so jetzt ist es schon mal sehr bequem. Ja. Und der hat auch keine Kupplung. Also er fährt Automatik, da brauche ich auch nicht rumkuppeln. Also einfach nur aufs Gas trampeln und los. Ah. Sehr gut. Und sonst noch von der Übersichtlichkeit? Schon, man sieht schon, Ja, also ne? er ist natürlich viel größer als unserer. Das merkt man schon jetzt einfach Ah. an der Breite. Ja. Aber so mit den Spiegeln zum Beispiel, Kannst du alles sehen? ja, also gerade der Spiegel, so einen brauchen wir auch noch hier, den unteren, wenn du da mal drauf gehst. Ja. Das ist so ein, Mhm. dann hier nochmal los. Auch das Lenkrad, also meine Farbe wäre es jetzt ehrlich gesagt nicht so, aber Nee, meine auch nicht. trotzdem modern alles, ne? Genau. Lederoptik. Ja, cooles Teil. Normalerweise würde ich hier wahrscheinlich jetzt gerade runterfallen. Aber, ja, Ist mal interessant, ist mal ne? interessant, ja, das von Ensign gesehen zu haben. Wir haben jetzt fast 15 Uhr, fahren heute Morgen 7 Uhr an. Wir sind jetzt in den Endzügen, Öl wurde gerade reingefüllt. Sie hatten jetzt selbst keins da gehabt, da haben wir dann halt den Rest von uns noch genommen, den ich als Ersatz dabei hatte. Ja, wollen wir mal gucken. Gut, die Probefahrt glaube ich nicht, dass sie jetzt groß was ergeben wird. Werden wir trotzdem machen und dann war's das. Ich habe gerade mit Ultrax telefoniert und die geben uns eine Kostengarantie oder Kostenübernahmegarantie. Das heißt, wir müssen jetzt nicht in Vorleistung gehen und in dem Fall sind wir eigentlich auch raus aus der Sache. Total geil. Also ich kann nur sagen, Hammer. Wir werden jetzt noch eine Nacht hier stehen und dann geht es morgen weiter. Mal gucken, ob wir direkt durchfahren zur nächsten Werkstatt oder ob wir noch einen Stopp machen. Welcome home sweet home. Also man kann nur sagen, wir leben unseren Traum, ne, oder? Ja, Also absolut. das ist ja hier sowas von eine schöne Umgebung. Also die besten Stellplätze überhaupt. Ja, die können wir mal live mittracken, ne? Mit hochwertigen Sanitäreinrichtungen. Ja, also muss man ja mal sagen. Und man kann entsorgen. Ja. Es gibt schlechtere Stellplätze. Was will man mehr, ne? Genau. Ja. Und die Flugzeuge, die man hier so toll beobachten kann, ne? Vom Frankfurter Flughafen. Ja, vielleicht machen wir nochmal ein Planespotting-Video. Ja. Wäre das so von Interesse für euch? Also wie man so hört und mit dem Geräusch der Flugzeuge kann man auch gut einschlafen, ne? Ja. Ist auch nur bis 23 Uhr. Ist fast genauso gut wie Wasserrauschen Richtig. und Grillenzirpen. Ja. Wann geht es morgens immer los? Um 5 oder um 6? Um 5 und geht bis 23 Uhr straight Na, durch. ein natürlicher Wecker, ist auch was Schönes. Ja. Achso, nicht zu vergessen, dann auch die LKWs, die dann auch mindestens 5 Uhr morgens dann schon starten oder zwischendurch in der Nacht einfach mal den Motor starten, Also- weil die Batterie aufgeladen werden muss. Ja, man kann auf jeden Fall nicht verschlafen. Nee. Ne? Und man weiß auch, dass man nicht alleine ist. Richtig. 6 Tage haben wir jetzt hier auf dem Parkplatz von Ferronordic in Offenbach gestanden.
Und ja, auf jeden Fall sind wir super dankbar, dass wir hier stehen durften die Zeit. Die Werkstatt hatte natürlich nicht gleich die Möglichkeit, uns ranzunehmen, weil unsere Reparatur natürlich ein bisschen länger dauert und das mussten sie halt eben entsprechend eintakten. Ich bin super positiv überrascht, wie schnell sie denn doch das Ganze hingekriegt haben. Also sie haben halt beide Seiten der Achse aufgemacht und innerhalb dann von 8 Stunden entsprechend die neuen Simmeringe eingeklebt. Hoffen wir mal, dass jetzt alles gut ist. Hexen können die natürlich auch nicht. Wenn die Narben halt irgendwie da Defekte haben, dann muss man die entweder austauschen, was super teuer ist, wenn man dann überhaupt diese Narben noch kriegt. Oder eben halt das damit versuchen mit Metallkleber und dann den Simmering entsprechend in den Sitz einkleben. Wir sind happy, es hat alles gut funktioniert, reibungslos. Ich kann nur sagen, die Renault-Werkstätten, ob nur jetzt Veronordic hier in Offenbach oder Ultrax in Hamburg, Top-Leistung, Top-Unterstützung, Support. Also für uns geht es jetzt weiter Richtung Goch. Da wartet die nächste Werkstatt auf uns. Da werden ja unsere Bremszylinder ausgetauscht. Das sind so 300 Kilometer, die wir fahren. Aber auf dem Weg dorthin werden wir auf jeden Fall mindestens noch eine Pause machen. Und zwar heute. Seid gespannt, was wir uns da angucken werden. Da tut Bude in sich ganz schön schwer. Das sehen wir nicht so für ihn. Also 150 PS. Na gut, vielleicht hat er die auch gerade nicht. Ein paar Optimierungen müssen ja noch mal gemacht werden. Aber das eine oder andere Mal jetzt waren wir schon so bis auf 30 Stundenkilometer runter. Und das ist ein ziemlich langer Berglauf. Der quält sich ganz schön heute. Ja. Dann kommt der nächste Berg. Einer Stunde Fahrt von Offenbach sind wir jetzt in Braunfels angekommen und hier soll es ein ganz tolles Schloss geben und das werden wir uns jetzt angucken. Wir werden uns erstmal was zur Stärkung gönnen. Schön ins Café setzen jetzt. Und der erste Eindruck? Das ist der Hammer. Mega schön, ne? Ja. Richtig schön. Wie im Märchen. Ja. Also ist jetzt kein Prinzessinnen-Schloss, eher so eine Ritterburg. Aber schon echt eine geile Kulisse, ne? ein super schöner Ort. Ja. Also stelle ich mir das auch mal vor. Mhm. Und dann noch ein Café hier dazu, wo man sich dann erstmal hinsetzen kann und erstmal chillen kann. Noch so langer Fahrt ist schon gut. Was haben wir denn hier? Also Kaffee, Latte Macchiato. Genau, einen schwarzen Kaffee für Yvonne. Ja. Ein Latte Macchiato für Nico. Und wer kriegt wohl die 2 Stücken Kuchen? Dreimal dürft ihr raten. Könnt ihr ja mal wirklich raten.
Das Schloss ist seit 800 Jahren in Familienbesitz und wird von der Familie auch bis heute noch bewohnt. Es werden verschiedene Führungen angeboten und in einem Familienmuseum kann man sich dann Rüstungen, Schwerter und allerlei Kunstschätze, die die Familie so im Besitz hat, sich anschauen. Ist auf jeden Fall lohnenswert. Wir haben uns das angeguckt, aber seht selbst. Einwerfen. So. Weil das Geräusch geht, also auch reingehen. Oh mein Gott, ist das eng? Ist das eng? Schon ein bisschen martialisch, ne? Na dann, lass mal ein bisschen Geschichte gucken. Von der Infanterie als wegen kämpfenden Fußvolk vorwiegend vom 14. bis zum 16. Jahrhundert eingesetzt. Das ist eigentlich total genial. Man kann hier die QR-Codes scannen. Da kommt man dann auf eine Internetseite und da kann man sich dann das vorlesen lassen. Genial. Am 29. November 1668 erschütterte ein folgenschweres Ereignis das Grafenhaus Solms. Die Brüder Johann Heinrich Christian und Ludwig zu Solms-Hohensolms-Lich waren zu Besuch bei ihrem Onkel Graf Wilhelm II. Zu Solms-Greifenstein. Nach der Mittagstafel kam es zwischen Johann Heinrich Christian und seinem Onkel Wilhelm zum Streit. Das sind Duellpistolen und wir haben da einen interessanten Fakt gelernt. Die müssen exakt gleich gefertigt sein, damit die Duellanten eine möglichst gleiche Chance haben. Und es ist so, dass das Duellieren unter Strafe stand, aber es wurde nicht geahndet, weil es gesellschaftlich akzeptiert wurde. Autsch. Das tat bestimmt weh. Also diese Uniformen sind von 1693. Das muss man sich mal überlegen. Das sind über 330 Jahre. Ist diese Uniform alt? Das kann man doch gar nicht glauben, oder? Und die hängt hier noch. Und das Interessante, was wir gerade gelernt haben, ist, dass die dann auch wirklich getragen wurde von einem Grafen, der gleichzeitig zu dem Zeitpunkt Feldherr war. Und hat diese Uniform und den Mantel? Genau, also diese Gewandung hat er getragen, als er auf dem Schlachtfeld schwer verwundet wurde. Er wurde schwer an den Beinen verletzt und ist dann auch gestorben 5 Tage später in einem Kloster. Und das hängt jetzt hier. Also das hat jetzt 3 € gekostet, der Eintritt in das Museum, und ich fand es super interessant. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Hier solltet ihr, wenn ihr hier seid, auch mal reingehen und gucken. Ja, leben wir unseren Traum? Das haben wir ja gestellt, die Frage, in diesem Video. Und was ich jetzt so sagen kann, ist, dass es sich natürlich alles etwas verändert hat im Gegensatz zu vorher, wie wir angefangen haben, als wir den LKW gekauft haben, uns darauf vorbereitet haben. Jetzt liegen ja nun schon ein paar Monate, also eigentlich schon fast ein Jahr hinter uns, in dem wir ja auch in dem LKW dann schon leben. Und in den vergangenen Monaten hatten wir ja schon auch die ein oder anderen Probleme, und die rosarote Brille, sage ich mal, die ich jetzt am Anfang hatte, die ist natürlich so ein bisschen weniger rosa. Die Realität hat uns eingeholt, die Probleme mit dem LKW haben uns eingeholt, und nichtsdestotrotz halten wir halt weiterhin daran fest, und wir können uns auch
nichts anderes vorstellen, als jetzt weiterzumachen, bis wir das leben können, was wir uns halt vorgenommen haben und wie wir es uns vorgestellt haben. Genau. So ein bisschen müssen wir vielleicht auch an uns selbst da noch arbeiten, was für Vorstellungen wir haben und was für Vorstellungen wir haben. Ich bin halt selbst so ein kleiner Perfektionist. Es muss halt alles irgendwie 1A sein. Und wenn ich dann an einem LKW hier oder da mal ein Schleifen oder Tackern oder was weiß ich dann irgendwie höre, dann sind gleich die Alarmglocken an. Ne? Genau, was ist da? Dann wird gleich alles auseinandergebaut oder eine Frage gestellt. Ja. Und Und ich denke, das wird sich sicherlich ein wenig einschleifen noch bei mir. Wir freuen uns trotzdem, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Und wir sind jetzt auf einem Dienstag hier in einem Schloss und das hätten wir mit unserem vorherigen Leben, mit unseren vorherigen Jobs einfach nicht machen können. Und dafür lohnt es sich jetzt weiterzumachen, weil es wird am Ende einfach toll werden. Wir sind davon 100%ig überzeugt, dass sich das alles lohnen wird, dieser ganze Ärger, den wir jetzt vielleicht noch haben und auch die Werkstattbesuche, die vielleicht jetzt noch vor uns liegen, das wird sich lohnen. Da sind wir ganz, ganz fest von überzeugt. Ja, und wie ich ja auch schon mal in einem Video gesagt habe, die Reise beginnt ja schon viel, viel weit vorher. Also die Reise war ja schon, als wir angefangen haben, uns nach dem LKW umzugucken. Richtig. Auch das ist jetzt schon die Reise. Auch wenn wir jetzt Deutschland immer noch nicht verlassen haben, wir nehmen das jetzt an. Richtig. Deutschland ist auch so schön. Wir wären nie an diesem Ort gelandet, wären wir jetzt auch sofort in die Schweiz durchgefahren. So muss man das halt auch mal einfach sehen. Und wunderschön. Also hätten wir das hier verpasst und wir können euch das jetzt zeigen. Das ist einfach super. Ja. Das macht richtig Spaß. Ich denke, woran wir auf jeden Fall arbeiten müssen, ist, dass wir uns zwischendurch immer mal wieder pausen können. Ja. Im Moment reisen wir eigentlich von einer Werkstatt zur nächsten, von einer Problemlösung zur nächsten. Und wir müssen halt einfach sehen, jetzt sowas wie das, was wir heute machen, mal ein Schloss besuchen, sich schön ins Café zu setzen, das zwischendurch mal zu genießen und die Probleme sein lassen und nicht drüber nachzudenken. Ist natürlich auch jetzt bei so einem tollen Wetter, wir haben heute den 12. April, wir sitzen hier mit kurzen Ärmeln, ist natürlich auch dann leichter, ne? Wenn die Sonne scheint, als wenn man dann irgendwie bei Regen im LKW so gefangen ist. Ja, es macht es ein bisschen schwieriger, dann dieses Leben im LKW zu genießen. Ja, auf jeden Fall können wir sagen, dass wir damit jetzt schon Erfahrung gesammelt haben, in so einem LKW zu leben, wenn das Wetter dann auch mal nicht gut ist. Also wir hätten uns das nicht vorgestellt und hatten es auch nie vorgehabt, den ganzen Winter hier in Deutschland in dem LKW zu verbringen. Ich würde sagen, wir sind bestens vorbereitet auf nicht so gute Tage. Wir werden auch noch mal in 2 Wochen leben wir 1 Jahr im LKW und da werden wir auch noch mal ein Resümee-Video machen. 1 Jahr Leben im LKW, wie das so ist für uns. Auf jeden Fall. Gut. Ja, was bleibt noch zu sagen? Wir beenden das Video an dieser Stelle. Genau. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und lasst uns, wenn es euch gefallen hat, bitte gerne einen Daumen da. Abonniert auch unseren Kanal. Schreibt was in die Kommentare. Das hilft dem YouTube-Algorithmus, dass uns auch andere finden. Genau. Und Frohe Ostern! ja, wir wünschen euch frohe Ostern. Genießt diese Feiertage. Richtig. Genießt die Zeit Mit euren Lieben zusammen. Genau. Und dann sehen wir uns am nächsten Sonntag.